handgeschöpftes Papier aus Altkleidern. Eine edle und seltene Papiersorte mit langer Geschichte und zugleich ein Kunstwerk für sich. Abgenutzte Kleider und Lumpen sind der Rohstoff für sogenanntes Hadernpapier. Die Kunst, es herzustellen, ist rund 2000 Jahre alt und besteht aus 3 Phasen. Für Clemens Schneider ist es die Basis seiner Malerei. Vom Stoff zum Papier braucht er gut eine Woche, bis das Großformat fertig in seinem Stuttgarter Atelier hängt. Wo sieht man es denn? Also hier zum Beispiel haben wir weiße T-Shirts, blaue und schwarze Jeans, weiße Bettwäsche mit einem Anteil Jute-Sack dabei. Deshalb die Ockertönung. Das hat man schon vor Jahrhunderten so gemacht, dass man aus alten Textilien, den Hadern, Papier gewonnen hat, indem die fein gemahlen wurden und dann zu Papier geschöpft. Was hier anders ist, ist einmal die Größe und deshalb auch die Methode, wie ich das Papier schöpfe. Mit einer klassischen Schöpfmethode wäre das kaum zu bewerkstelligen. Die Altkleidermethode stammt wohl aus China und ist bis Mitte des 19. Jahrhunderts gängige Praxis gewesen. Bevor man Holzschliff entdeckt hat als Rohstoff für Papier, standen halt alte Textilien zur Verfügung. Und es war früher kostbares Material, abgetragene Kleidungsstücke und Bettwäsche. Alles, was irgendwie gewoben war. Wie damals wird hier heute auch noch Papier draus gemacht. Clemens Schneider sortiert zunächst die Jeans und Co. aus dem Freundeskreis nach Farben und Materialien. Hadernlumpen hießen die Altkleidersammler damals. Heute noch sind nur Naturfasern wie Baumwolle, Leinen, Hanf oder Flachs geeignet. Müssen wir aufpassen, dass Sie alle Knöpfe und Nieten entfernen. Sonst passiert es, dass nachher Metallspäne im Papier sind. Und die geben wüste Rostflecken. Dass es reine Naturfasern sind, erkennt man in der Regel am Etikett. Wenn kein Etikett vorhanden ist, gibt es einen kleinen Trick. Man erkennt es am Geruch, wenn es brennt. Das riecht, wie wenn man Papier verbrennt. Das Handwerk hat er sich selbst beigebracht. Erstens mal ist Hadern günstig verfügbar. Zweitens ist es mit die beste Qualität, die es gibt. Und drittens mache ich Recyclingkunst. Da passt es. Es ist stabil und langlebig, das Papier. Ein paar hundert Jahre sind bestimmt drin. Den Aspekt langlebig und stabil nutzt auch die Papierindustrie. Sie mischt Kleiderfasern in bestimmte Papiersorten, wie Geldscheine, Briefmarken oder Wertpapiere. Der Maler schneidet die ausrangierten Hosen zunächst zu Streifen. Mit ihnen arbeitet er gleich in der Papiermühle weiter. Drei bis 5 Jeanshosen reichen, damit die Mühle voll wird. Das sind dann ungefähr 2 Kilo Fasermaterial. Aus den Stofffetzen stellt er jetzt einen Faserbrei her, in seiner selbstgebauten Mühle im sogenannten Holländer. So. Jetzt wird es ungemütlich. Ein Mahlwerk. Verdeckt unter einem Spritzschutz im Wassertrog erledigt das für ihn. Dadurch, dass sich dann dieses Rad dreht, durch diese mit Messer besetzte Hohlkehle, quetscht es die Stofffetzen da durch und
zerreibt die. Der Holländer trägt seine Herkunft im Namen. Der Recyclingkünstler hat seinen aus alten Parkbänken gebaut. Mit Hebeln rechts und links der Mühle steuert er das Mühlrad, stellt den Mahlgrad nach und nach feiner ein, bis er am Ende einen feinen und langfaserigen Brei aus ehemals dunkelblauen Jeans hat. Rund 120 Liter Wasser transportieren die Streifen im Kreis und kühlen zudem das Mahlwerk. Die ersten Runden in der Mühle quetschen Reste von Waschmittel aus den Stoffen. Das Schaumbad zeigt, davon gibt es in den Altkleidern noch viel. Mit Hilfe eines Grillanzünders entschäumt er das Wasser. Die paraffinhaltige Flüssigkeit verflüchtigt sich anschließend. Das anfängliche Sortieren nach Materialien zahlt sich jetzt aus. Die Stofffetzen zerreiben und verfilzen gleichmäßig. Als nächstes kommt Kalk in das Wasserbad. Eine von 2 Zusätzen beim Mahlen. Es schützt das Papier später auch vor dem Ausbleichen bei Tageslicht und konserviert es gleichzeitig. Kleidungsstücke sind oft aus langen Fasern gewoben. Mit ein Grund, warum Clemens Schneider Altkleider verwendet. Die Faserlänge bestimmt nämlich die Papiereigenschaft. Lange Fasern machen es reißfester, kurze dagegen glatter und damit leichter beschreibbar. Der Künstler nutzt beides. Er gestaltet sein Papier später mit unterschiedlichen Farben und Eigenschaften der Fäden. Nach rund 1,5 Stunden ist der Brei aus Jeansstoff fast fertig. Danach beginnt die zweite Phase des Papierherstellers. So, jetzt gucken wir das nochmal an und sehen, ist schon sehr fein. Das heißt, für meinen Zweck fertig. Da kommt jetzt zum Schluss noch Zellleim dazu, also als Stärkeersatz. Zellleim nehme ich in dem Fall, weil das Papier dadurch wasserlöslich bleibt, weil für die Weiterverarbeitung ist es nötig. Der Zellleim kommt der dritten Phase zugute. Zuvor wird der Faserbrei zu Papier gegossen. Hier fließen Kunst und Handwerk ineinander. Aus Fasern, Farben, Farbverläufen gestaltet er sein Papier zu einem eigenen Kunstwerk. Meine Methode unterscheidet sich dadurch, dass das Papier gegossen wird. Ist auch eine Art von Schöpfen, aber üblicherweise wird im kleinen Format ein Sieb in die Papierbütte getaucht, rausgezogen und man hat das Blatt schon fertig. Jemand, der so ein großes Sieb halten kann, der muss erst noch geboren werden. Deshalb habe ich ein endloses Sieb konstruiert, auf das ich von Hand Papier gieße. Dass ich mich da so ausstrecken muss, liegt eigentlich daran, dass ich das Ding nie ganz fertig gebaut habe. Aber ich habe festgestellt, dass das sehr sinnvoll ist, weil ich da ein bisschen Bewegung kriege. Das Ding misst rund 3 Meter in der Breite.
Ja, als erstes mache ich dann immer das, was man auf dem Bild nachher sehen soll, weil die Siebseite ist die Bildseite nachher. Mit der Hand sprenkelt er die Jeansfasern gleichmäßig in den Rahmen. Es gibt so eine Art Kacheln, wie so Kacheln. Also es stellt nachher eine Wand dar, die ja, so mehr oder weniger abstrahiert ist. Also es ist jetzt nicht wirklich eine Kachelwand oder ein Mauerwerk. So. Wie das rauskommt, kann man erst nachher sehen, wenn das Papier fertig getrocknet ist. Pulp Painting hat man es früher genannt oder Fasermalerei. Diese Technik wird auch heute noch so genannt. Sprich, das Papier ist gleichzeitig das Kunstwerk. Die Bütte mit weißen T-Shirt-Stoffen ist ein feiner Brei mit kurzen Fasern. Damit gestaltet er einen Farbverlauf. Wenn ich klopfe, läuft das Wasser schneller ab. Je feiner der Brei, desto wolkiger sieht es später auf dem Papier aus. Also hier mit dem Blau, da lasse ich es jetzt extra von weiter oben runter fließen, weil das drängt dann das Weiß zur Seite. So. Das sind relativ lange Fasern hier. Papier aus dem Trog geschöpft heißt Büttenpapier. Der Name beschreibt den Akt, von Hand aus der Bütte geschöpft. Die Bildseite ist jetzt fertig. Gleich gestaltet er die Rückseite. Dazu schöpft er aus dem dritten Fass einen Faserbrei aus Bettwäsche und Kartoffelsack. Der ockerfarbige Brei bildet die abschließende Schicht. Die gießt er deckend auf die Bildseite. Das alles hat mit einer Idee angefangen. Ja, ich wollte eine Zeichnung machen für eine Ausstellung. Die hatte ich so geplant, dass Bleistift auf Papier im Format 3x4 Meter entsteht. Und dass ich das im Handel nicht kaufen kann, war mir schon klar. Und dann habe ich Papierfabriken angerufen, 3 Stück. Und die Information war die gleiche bei allen. Es gibt keine Maschinen, die so breit sind, auf denen Zeichenpapier hergestellt wird. Anderes Papier schon. Und dann war klar, dass ich es selber machen muss. Ich habe alles Mögliche ausprobiert und dann hat mir ein Händler den Tipp gegeben, ich soll doch mal im Landwirtschaftsbedarf gucken nach Windschutznetzen für Pferdeställe. Und das ist sowas hier. Das ist ein stinknormales Windschutznetz. Das ist perfekt. Das Papier aus Hadern trocknet jetzt an der Luft. Es braucht dazu 3 Tage. Merkt man jetzt auch wieder die Faserlänge, gell? Umso länger die Fasern sind, umso leichter lässt sich vom Sieb trennen. Jetzt haben wir hier hochformale, das heißt sehr kurze Fasern auch mit drin. Deshalb muss ich da schon ordentlich Druck oder Zug geben, dass sich das vom Sieb ablöst. Auf einer Walze gleich hinter dem Sieb geht es weiter. Der Künstler zieht den ersten Teil des 2 mm starken Papiers auf die Eigenkonstruktion. Sie hat dieselben Maße wie das Sieb. Es sieht auch cool aus, wenn man da drin steht und das Licht so durchscheint. Das sieht man nur, wenn man da drin ist.
Es hat so ein bisschen was, manchmal, wenn das Papier farbig ist, fast Sakrales. Die letzte Phase des Papierherstellens beginnt hier oben. Sie startet mit dem Glätten der Rückseite. Zuerst befeuchtet er die getrockneten Fasern aus Bettwäsche und Jute mit Knochenleim. Die Oberseite, die bleibt einigermaßen rau, aber die Unterseite, die wird jetzt auf die Walze gedrückt und ist dann nachher glatt. Umso stärker ich drücke, umso weniger Poren hat sie noch. Aber ein paar Poren sind hier erwünscht bei dem Blatt, deshalb darf ich hier nicht so stark drücken. Also glatt sein muss es, weil es kommt eine Zeichnung noch aufs Papier drauf und der Leim macht das Papier steif. Und außerdem ist Leim eine wahnsinnig gute Konservierungsmethode. So. Nach dem Glätten trocknet der Leim einen Tag lang. Typisch für Büttenpapier ist auch der ausgefranste Rand. Die Bildseite ist jetzt dran. Sie bekommt eine Schicht aus fein gemahlenem Glas mit Leim als Bindemittel. Ich trage hier jetzt eine Mischung aus Leim und Glasmehl auf. Dadurch kriegt es eine raue Oberfläche, also eine sehr feine raue Oberfläche. Und die sorgt dafür, dass sie nachher auch mit zum Beispiel harten Bleistiften oder sonstigen Zeichenstiften gut zeichnen kann. Ja. Die Mischung trocknet innerhalb eines Tages. Das 3 auf 6 Meter Papier hängt wie ein Gemälde an der Wand. Das XXL-Format aus alten Kleidern und Lumpen ist 1,5 Kilogramm leicht. Papier aus Altkleidern hat sich wohl auch deshalb nicht durchgesetzt, weil ausrangierte Textilien damals fehlten. Heute wäre das wohl kein Grund. Die Berge von Altkleidern machen jährlich über 1 Million Tonnen aus. Davon upcycelt die Industrie rund 30% zu Dämmmaterial für die Baubranche. Clemens Schneider hat zuerst mit Zeitungspapier experimentiert. Also mein erster Versuch, Papier zu machen, war wenig ansehnlich. Das sah aus wie so ein grauer Bollen. Wie wenn jemand einen Resteimer Zement auskippt, so ungefähr. Hadern hat der Recycling-Künstler danach entdeckt. Rund 3000 Papiersorten gibt es heute in Deutschland. Die meisten aus der Pflanzenfaser Zellulose. Vom Kassenbon über Kaffeefilter bis zu Klopapier. Sie sind kurzlebig und in der Regel maschinell hergestellt. Das langlebige, handgeschöpfte Hadernpapier dagegen ist selten geworden. Liebhaber aber wissen die Beständigkeit des hochwertigen Nischenpapiers zu schätzen. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.